Schimpfwörter gibt's in allen Sprachen und die meisten von uns benutzen sie fast jeden Tag. Warum Fluchen sogar gesund ist und warum auch Wissenschaftler sich dafür interessieren, das erfahrt ihr jetzt. Fick dich, Walla, ich rasier dich, AMK. Die Beleidigung AMK musste ich selbst erstmal nachgucken. Was damit gemeint ist, würde ich mal so ausdrücken. Ey, pass bloß auf, ich mach dich fertig. Und meine Oma würde es wohl so formulieren. Du fängst dir gleich eine Schelle. Ein paar Jahre Altersunterschied reichen aus und man versteht gar nichts mehr von dem, was die andere Generation da schimpft und flucht. Verrückt, oder? Moment mal, ist eigentlich verrückt auch ein Schimpfwort? Aber warum Schimpf, Mann? Fuck. Warum schimpfen wir eigentlich? Ihr kennt das auch, ne? Euch passiert ein Fehler und ihr ärgert euch über euch selbst. Und dann geht es los mit dem Gefluche. Oder wenn wir uns über andere aufregen. Brettspielen oder Autofahren. Klassiker, bei denen ich auch öfter mal austicke. Ja. Du Scheiße, Mann, ey, du Knecht, ey! Wenn wir so richtig geladen sind, hilft oft nur eins. Fluchen, bis wir uns abreagiert haben. Schimpfwörter helfen uns, uns emotional zu entladen und zurück zur Ausgeglichenheit zu kommen. Also beim nächsten das euch im Unterricht rausrutscht, einfach mal dem Lehrer erklären, dass Schimpfwörter wichtig für eure Gesundheit sind. Aber gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr dafür mündlich eine 6 kriegt. Und natürlich schimpfen wir auch, um andere zu beleidigen. Werfen wir dabei dem Falschen einen Du Hurensohn an den Kopf, kann das zur Anzeige wegen Verletzung der persönlichen Ehre und sogar zu einer Geldstrafe oder einem Jahr Haft kommen. Du Hund, Verrückter oder Arschloch. Ja, vor einigen Jahren galten diese Wörter noch als harte Schimpfwörter. Aber inzwischen haben sie ihre Wirkung verloren. Wie schlimm ein Schimpfwort von der Gesellschaft wahrgenommen wird, das ändert sich ziemlich schnell. Schimpfwörter durchlaufen nämlich eine Karriere. Beim Schimpfen wollen wir eine Grenze überschreiten. Haben wir das Wort aber schon 1000-mal gehört, dann schockiert es uns nicht mehr. Die alten Wörter brechen kein Tabu mehr und wir suchen nach immer neuen Ausdrücken, die reinhauen. Verrückt, was eigentlich eine Bezeichnung für eine geistige Krankheit war, wurde irgendwann zur Beleidigung. Heute bedeutet es meistens, jemand ist witzig oder außergewöhnlich. Diese Grenze wollen auch Rapper überschreiten. Um mit originellen Disslines immer wieder zu schockieren, denken sie sich ständig neue Vergleiche zum Beleidigen aus. Viele gängige Beleidigungen stammen sogar aus der Musikbranche und auch YouTuber verbreiten Schimpfwörter. Ich rasier dich, AMK, wurde durch den YouTube-Star Gillette Abdi populär. Oder Haftbefehl, der hat aus asozial und Kanacke Aslak gemacht. Aslak, also asozialer Kanacke, ist eigentlich eine diskriminierende Beleidigung, weil Menschen mit südländischem Aussehen damit abgewertet werden. Inzwischen hat es seine Karriere als Beleidigung aber zum Teil schon wieder beendet. Viele bezeichnen nämlich ihre Kumpels und sich selbst als Kanaken oder Aslaks und meinen damit, du und ich, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, mein guter Freund. Vieles, was aggressiv klingt, ist also gar nicht so gemeint, sondern wird eher als rituelle Beschimpfung unter Freunden verwendet. Aber Vorsicht! Bei Fremden weiß man nie, wie sie die Begriffe verstehen und ob sie sich angegriffen fühlen. Außerdem kommt es immer auf den Kontext und die Betonung an. Und auch wenn Kanacke von irgendwelchen Leuten nett gemeint ist, am Ende ist es ein ausländerfeindlicher Begriff. Zurück zum Kontext. Auch nett gemeinte Wörter kann man durch den Kontext ins Gegenteil verkehren. Ein vermeintliches Korsewort wie Schätzchen kann auch herabsetzend, frauenfeindlich und damit beleidigend sein. Zick hier mal nicht so rum, Schätzchen. Zack, beleidigend. Interessant finde ich ja, dass die meisten Beleidigungen auf denselben Mustern basieren. 90% der Schimpfwörter kommen aus diesen 4 Bereichen. Entweder sie bezeichnen Fäkalien wie Scheiße, verpiss dich oder Arschloch. Die Menschen, die man damit beleidigt, sollen also in die Nähe von etwas Ekligem oder negativ Besetztem rücken. Oder sie beziehen sich auf etwas Sexuelles. Hure, Wichser, Fick dich, Bastard. Übrigens ist Bastard ein altes Wort für uneheliches Kind, was früher ein echter Skandal war. Die ältesten Flüche haben oft eine ähnliche Bedeutung wie neuere Beleidigungen, wie Fickfehler. Beim Schimpfen bedient man sich schon immer aus demselben Sprachtopf. Drittens, wenn ihr jemanden als Schwein, Esel oder Affenarsch beschimpft, nehmt ihr der Person mit der tierischen Bezeichnung seine Menschlichkeit. Auch Bezeichnungen für Behinderungen und Krankheiten werden sehr schnell zu Beleidigungen. Du Spasti, du bist ja so behindert.
Das kann zwar als spontane Reaktion auf einen witzigen Snap gemeint sein, aber eigentlich ist es eine diskriminierende und politisch inkorrekte Bezeichnung. Über behindert, Spast oder Mongo, also Abwandlungen von Spastiker und Mongoloid als Schimpfwörter, gibt es große Debatten. Die einen kritisieren meiner Meinung nach zu Recht die diskriminierende Bedeutung der Wörter, die anderen argumentieren mit dem Sprachwandel. Harmlose Beleidigungen wie Idiot oder verrückt bezeichneten ursprünglich auch einen geistig beeinträchtigten Menschen, werden heute aber hauptsächlich anders verstanden. Ich finde es wichtig, auf jeden Fall mal zu hinterfragen, was die Ausdrücke wortwörtlich bedeuten und sich vorzustellen, wie es sich für den Betroffenen wohl anfühlt, wenn Bezeichnungen so abwertend verwendet werden. Wenn man mit seinen Schimpfwörtern wirklich niemanden verletzen will, muss man seine Fantasie ein bisschen bemühen. Dann kommt man auf Schimpfwörter, die schon fast Kunstcharakter haben und als Stilmittel durchgehen, wie zum Beispiel Pimmelotter oder Klotaucher. Nein, ihr schreibt jetzt bitte nicht eure Lieblingsschimpfwörter in die Kommentare, schreibt lieber eure schönsten Komplimente rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne ein Like und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!